In den ersten beiden Teilen dieser kleinen Miniserie über die Berg- und Talfahrt durch diverse Phasen meiner Depression hatte ich euch zuletzt erzählt, wie ich nach etlichen Jahren meinem beruflichen Hamsterrad entkommen war und gegen ein neues Leben als YouTube-Rookie eingetauscht hatte. Wer noch einmal schauen mag, der Link zu den ersten beiden Videos ist hier oder auch in der Beschreibung zu diesem Video noch einmal abzurufen. Heute also nun der dritte Teil unserer kleinen Miniserie. Heute beschäftigen wir uns tatsächlich mit der sehr wichtigen Frage, wie wir denn unser Leben aktuell überhaupt finanzieren. Eine völlig berechtigte Frage, denn dieser YouTube-Kanal ist ja noch ein recht zartes Pflänzchen, das längst nicht so viel abwirft, als dass es dein früheres Einkommen ersetzt. Ja, bei weitem nicht. Aber das war uns ja bewusst, als wir gemeinsam den Ausstieg geplant hatten. Trotzdem diese Entscheidung. Was war damals für dich wichtig? Naja, ich bin ja kein Handwerker. Schrauben kann ich nur bedingt bis gar nicht. Und überhaupt galt es ja etwas zu finden, was mir wieder Spaß bereitet. Ich hatte das große Glück, dass ich in jungen Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht hatte. Die Arbeit als Journalist war früher niemals echte Arbeit für mich gewesen, sondern vor allem eine große Freude, was zugegebenermaßen ein großes Privileg ist, das nicht jeder kennt. Doch über die Jahre war dieses Glück irgendwie verloren gegangen. Also musste ich wieder zu dem zurückkehren, womit ich einst angefangen hatte. YouTube erschien mir dafür perfekt. YouTube ist Social Media. Influencer bestimmen das Geschehen. Da geht es ums Verkaufen. Eigentlich ist da nicht viel Platz für Journalismus. Naja, Journalismus und YouTube, das bringt zumindest hierzulande kaum jemand zusammen. Aber hey, was hierzulande noch kein Thema ist, kann sich ja noch entwickeln. Das ist eine Lücke, die mich interessiert. Ich habe die gleiche Neugier wie vor 30 Jahren, als ich angefangen habe. Und das fühlt sich nach langer Zeit endlich mal wieder richtig gut an. Einige werden jetzt sagen, schön und gut, wenn er sich auf so einem Selbstfindungstrip begibt. Aber wie finanziert ihr euer Leben? Ja, und das ist ja auch eine sehr berechtigte Frage. Nicht nur hinsichtlich der Einnahmen. Das Gehalt, das Einkommen definiert einen ja auch als Person. Man wäre ein Narr, das nicht zuzugeben. Zumindest von diesem Gedanken habe ich mich zum Glück freigemacht. Übrigens ähnlich wie von der Frage, welchen Jobtitel ich nun trage. Auch so eine Sache, die vielen Menschen enorm wichtig ist. Was aber tatsächlich bleibt, ist die Frage nach dem Geld. Wie finanziert man einen solchen Selbstfindungstrip, wenn man sich nicht erneut in Festanstellung begeben will? Da gilt es, ehrlich zu sein. Das war nur möglich, weil wir frühzeitig vorgesorgt haben. Ja, das hatten wir, wenn auch anders als geplant. Um es klar zu sagen, wir leben nicht auf Kosten anderer. Aber wir haben zur rechten Zeit gut investiert, wenngleich wir das natürlich völlig anders geplant hatten. Eigentlich hatten wir unsere Investments für eine eigene Wohnung in München vorgesehen. Aber was bringt das alles, wenn das Leben an sich nicht mehr schön ist? Daher haben wir neu überlegt. An dieser Stelle kommen dann immer viele Fragen. Wie finanziert ihr euch denn nun? Wie habt ihr das mit euren Investments angefangen? Auf was habt ihr gesetzt und wie habt ihr so viel Geld erwirtschaftet, dass ihr euch nun erlauben könnt, auf ein Gehalt zu verzichten? Und nicht zuletzt die Frage, wie lang kann das gut gehen? Irgendwann sei das Geld ja schließlich aufgebraucht. Das sind alles Fragen, die uns immer wieder gestellt werden. Und da das so großes Interesse weckt, werden wir das nun in einer eigenen Reihe auf diesem Kanal thematisieren. Du hast dich ja lange Zeit davor gesträubt, Finanztipps auf deinem Kanal zu geben. Weil ich so etwas auch für höchst unseriös halte. Fast alles, was zu diesem Thema in sozialen Medien zu finden ist, ist eine Form von Finanzmarketing, bei dem dir irgendjemand irgendeinen Blödsinn verkaufen will. Kann man als Videoproduzent machen, bringt auch einiges an Werbeerlösen. Aber das will ich nicht. Wenn ich meine unabhängige journalistische Flagge noch ein klein wenig hochhalten möchte, dann geht das einfach nicht. Also keine Finanztipps. Nee, sonst lande ich auch noch bei der Hölle der Löwen. Also Spaß beiseite. Offenbar besteht ja ein Interesse daran, wie wir investieren, weil es ja bis jetzt ganz gut geklappt hat. Aber ich würde es für ziemlich vermessen halten, uns nun zu Aktiengurus zu erklären, die anderen Menschen die Investmentwelt erklären. Welche Art von Videos stellst du dir denn vor? In den kommenden Videos möchte ich unseren Zuschauern davon erzählen, wie wir angefangen haben, beziehungsweise wie du angefangen hast. Mit dem kleinen Startkapital aus dem Gewinn bei einer Fernsehquizshow. Hallo, ich bin die Melinda, komme aus Heilbronn und bin auch Schülerin. Dann gehe ich mal zurück an die 10. Welche Elementarteilchen sind positiv geladen? Elektronen oder Protonen? Protonen.
Es sind 4.900 Mark. Melinda, herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist viel Geld. Ja. Und wir sehen uns am Montag wieder. Und du machst dir schon mal Gedanken über das Wochenende, was du mit dem Geld machst. Ja. Kannst du mir das am Montag erzählen? Ja, ich denke schon doch. Okay. Wie wir dann später mit den Geldgeschenken anlässlich unserer Hochzeit weiter investiert haben und nach welchen Grundsätzen wir heute unser Geld anlegen. Wir gehen da ja ziemlich unorthodox vor. Der Bankberater hat anfangs immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Eben drum ist unsere Strategie sicherlich kein Vorbild für jeden. Und ich würde einen Teufel tun, uns als Vorbild zu preisen oder gar unseren vermeintlich waghalsigen Investments zu folgen. Aber wir leben ja in einem freien Land. Jeder kann sich unsere Geschichten anhören und dann selbst entscheiden, ob er das irrsinnig oder nachahmenswert findet. Was unsere Investment-Story auf jeden Fall ist, sie ist unterhaltsam. Also zumindest empfinde ich das so. Wie soll das denn genau ausschauen? Soll das regelmäßig sein? Ja, in den ersten Folgen möchte ich gemeinsam mit dir erzählen, wie wir angefangen haben, welche Prinzipien für uns wichtig sind und wie sich unser Portfolio über die Jahre entwickelt hat. Man kann sicherlich die eine oder andere nützliche Info mitnehmen. Und dann? Und wenn dann alles aus der Vergangenheit erzählt ist, werden wir uns mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigen. Ich möchte mit dir neue und alte Aktien vorstellen, sofern sie uns interessant erscheinen. Inklusive aller Chancen und Risiken, die aus unserer Sicht beachtenswert sind. Größtmögliche Transparenz. Wir wollen um Gottes Willen niemanden zu einem Investment verleiten. Aber es könnte durchaus spannend sein, unsere Pläne und Überlegungen zu verfolgen. Sollten wir Erfolg haben, ja, schön für uns. Sollten wir falsch liegen, dann haben wir zumindest die Lacher und viel Schadenfreude auf unserer Seite. Und dann stellen wir jede Woche einen anderen Wert bzw. ein anderes Unternehmen vor? Nee, eben nicht. Das würde nur dazu führen, dass wir einen künstlichen Druck aufbauen und dann verzweifelt irgendetwas vorstellen, um bloß die wöchentliche Reihe zu füllen. Wir haben einige interessante Firmen auf dem Radar und es gibt andere Werte, über die viel geredet und geschrieben wird, die wir allerdings niemals kaufen würden. Auch das werden wir thematisieren. Passt das denn alles noch zum Titel deines Kanals Mastering Midlife Crisis? Naja, aus meiner Sicht schon, denn da schließt sich ja der Kreis zu dem, was wir am Anfang besprochen hatten. Frustration im Job, vor allem mit wachsendem Alter. Die Ungewissheit, wie es weitergehen soll und was überhaupt noch kommt. Plus die Erkenntnis, dass eine vermeintliche Karriere sehr schnell zerbröseln kann. Und dann die sehr grundsätzliche Frage, in welchem Zusammenhang stehen Zufriedenheit, Glück, Erfolg und Gesundheit? Wie definiert sich eigentlich Reichtum? Wir haben deine Antwort gefunden. Freiheit ist Reichtum. Und damit ist nicht die Freiheit zum Konsum gemeint, sondern die Freiheit, Nein zu sagen und nicht mehr Sachen machen zu müssen, von denen man selbst nicht überzeugt ist. Da werden viele sagen, toll, klappt aber nur, wenn man auch die dazugehörigen finanziellen Mittel hat. Und das ist nicht jedem vergönnt. Mit anderen Worten, man muss reich sein. Man muss sich ein finanzielles Polster erwirtschaften, aber man muss nicht von Haus aus reich sein. Dem würde ich klar widersprechen. Also wir waren es zumindest nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall können sich viel mehr Menschen diese Freiheit zum Nein sagen erschließen, als man weithin denken mag. Wir haben es ja auch geschafft, obwohl wir nur ein sehr geringes Startkapital hatten. In diesem Sinne möchte ich mit unseren Videos gern einen Anstoß geben. Wann geht's also los? In Kürze, unsere neue virtuelle Kollegin Jenny AI wird dann auch ab und zu an unserer Seite stehen. Und natürlich bist auch du wieder mit dabei. Wird es auch weiterhin andere Themen auf deinem Kanal geben? Ja, klar doch. Wir erweitern einfach unseren Themenmix. Ein wenig Technik mit Tesla und Elektromobilität, ein wenig zur mentalen Gesundheit, dazu Investment Stories, Reisen und noch einiges mehr. Wenn ihr also kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch gern diesen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Dann entgeht euch keine neue Folge. In diesem Sinne, Bis demnächst wieder bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Ciao. ciao. Ja, nun mal Ruhe hier.